Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2022. Wir öffnen Türchen Nummer 17 und heute kannst du ein Paket von Chileo im Wert von etwa 50 € gewinnen. Das Paket enthält verschiedene Produkte zum Low-Carb-Kochen und Backen, wie zum Beispiel Cognac-Nudeln und Reis oder zuckerfreies Schokopuddingpulver. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video von meiner lieben Vroni und meinem lieben Nico von salala.de. Hi! Guten Tag! Es ist immer noch schon fast Weihnachten und es ist deswegen immer noch Food Adventskalenderzeit. Wir sind immer noch dabei und wir sagen immer noch Danke zu Annettes Backstübchen, dass wir mitmachen dürfen. Was gibt's heute? Wer sind wir? Da sind wir, falls du neu hier bist. Wir sind Nico und Vroni von salala.de und bei uns hier dreht sich alles um Low Carb und Keto. Und bei uns gibt es heute eine Biskuitrolle. Und außerdem gibt es von Chileo ein relativ großes Paket mit viel Cognac-Produkten. Also nicht Cognac wie das Getränk, sondern wie kohlenhydratfreier Reis, kohlenhydratfreie Nudeln. Wie du das gewinnen kannst, erfährst du am Ende des Videos. Und dafür brauchen wir zuallererst mal einen Biskuit. Den habe ich schon vorgebacken. Der schläft hier noch. Und dann eingerollt auf so einem Geschirrtuch mit ein bisschen Erythrit bestreut. Und dann muss der auskühlen und das macht man am besten, indem der so zusammengerollt wird, weil dann bricht er uns später nicht, wenn wir ihn dann nochmal zusammenrollen. Den Biskuit, den haben wir schon mal gemacht, das Grundrezept. Schau mal da oben über dem i, da fliegt irgendwo das Video rum. Dann brauchen wir ein bisschen Alulose jetzt in dem Fall. Wenn du noch keine Alulose hast, dann kannst du auch Erythrit nehmen oder so. Ein bisschen Butter, Äpfel, Zimt für den Geschmack, gehackte Mandeln und ein paar Rosinen. Die sind optional, wenn du sagst, du magst keine Rosinen, weil dir die KHs zu hoch schießen lassen, dann lass die weg, ersetze durch Cranberries oder irgendwas anderes. Und ein bisschen Wasser braucht man noch für die Füllung. Weil es ja heute auch ein Päckchen von Chileo zu gewinnen gibt, tun wir auch noch Chileo Vanillezucker mit rein. Das ist aber eigentlich Vanille-Eri. Bevor wir hier jetzt weitermachen, gibst du dem Video schnell ein Däumchen, wenn dir gefällt, was wir hier machen, weil Däumchen retten Videos. Wenn es dir nicht gefällt, 2 Däumchen nach unten, gilt genauso. Zuallererst müssen wir jetzt das Wasser in den Topf tun und dann kommt da jetzt die Alulose rein. Ich habe in dem Fall jetzt Alulose gewählt, weil Alulose sich im Wasser einfach gut auflöst und Alulose auch ein bisschen karamellisiert. Und ich dachte mir, das kommt ganz gut jetzt in dem Rezept. Es funktioniert mit Erythrit auch, es wird halt nur nicht ganz so klebrig. Das müssen wir jetzt erst einmal kurz schmelzen, also bis die Alulose sich aufgelöst hat. Das ist Induktion, das geht ruckzuck. Und es ist Alulose, das geht auch ruckzuck. Das heißt, pass auf, die verbrennt nämlich ganz schnell. Und jetzt muss einfach die Butter noch mit dazu und die Butter muss jetzt erstmal schmelzen. Und da rein tue ich jetzt ein bisschen Zimt. Wie viel denn? Ich glaube, so ein Teelöffel. Nein, ich glaube, ich habe 2 Teelöffel aufgeschrieben. Soll halt nach was schmecken. In den Biskuit habe ich übrigens auch ein bisschen Spekulatius-Gewürz und ein bisschen Zimt reingetan. Den kannst du halt würzen, wie du möchtest, dass es halt weihnachtlicher schmeckt. Und ich nehme auch ein bisschen Chileo Vanille-Erythrit. So, das ist so ein Teelöffel. Und das riecht so lecker. Ja, und jetzt können wir im Grunde eigentlich schon die Äpfel mit dazugeben. Das sind 2 Äpfel, die haben wir geschält und dann in kleine Stückchen geschnitten. Entkernt haben wir sie auch noch. Wasser waren 50 Milliliter, Butter waren 30 Gramm und Alulose waren 75 Gramm. Das ist relativ viel, aber wir wollen ja auch, dass es gut karamellisiert. Und das sind 40 Gramm Rosinen und 30 Gramm Mandeln. Die habe ich in einer Pfanne ohne Fett einfach angeröstet, damit die halt ein bisschen mehr Geschmack kriegen. Und das Ganze lässt ihr jetzt auf mittlerer bis geringer Stufe vor sich hin köcheln, bis halt das Ganze eindickt, bis die Äpfel weich sind. Und das Endziel ist, dass das ganze Wasser da drin weg ist, weil das wird nämlich dann unsere Füllung für in die Creme. Und wenn da Wasser mit drin ist, dann fließt uns die Rolle mit weg. Und das wollen wir nicht. Das dauert relativ lange, also wie gesagt so um die 20 Minuten. Bleibt dabei, weil sonst verbrennt's. Und dann musst du das auskühlen lassen. Weil wir hier ja nicht ewig lang warten wollen, habe ich das schon mal vorbereitet. Das habe ich genauso eingekocht, bis das alles weich war. Es waren 20, 30 Minuten. Dann habe ich es abkühlen lassen. Das heißt, wir können jetzt direkt mit der Füllung weitermachen. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen eine Creme. Und zwar machen wir die aus einem Becher Mascarpone, also 250 Gramm, einem Becher Sahne, also 200 Gramm. Ich vertue mich da immer bei diesen Bechern. Ich bin immer der Meinung, das sind 250 Gramm und das stelle ich dann immer beim Einkaufen fest, das sind doch bloß 200 Gramm. Dabei gehe doch ich immer einkaufen. Manchmal gehe ich auch einkaufen. Und ein bisschen Erythrit tun wir jetzt in dem Fall dran. Das sind 70 Gramm. Und wir brauchen so einen Esslöffel Zitronensaft, vielleicht einen Teelöffel, muss ich dann schauen, wie flüssig das ist. Und für ein bisschen mehr Geschmack tun wir auch wieder ein wenig Chileo Vanillezucker mit dran. Und der ist übrigens auch in dem Paket mit drin, das du gewinnen kannst heute, wo wir dir am Ende ja sagen, wie du den gewinnen kannst. Falls du nicht gewinnst und zu den Unglücklichen gehörst, die kein gratis
Paket bekommen. Du kannst trotzdem mit dem Code SALALA10 bei Chileo auf jede Bestellung 10% sparen. Schau nochmal in die Infobox, da haben wir einen Link und da steht der Code auch nochmal drin. Wir haben auch ein klein bisschen was davon, wenn du mit unserem Code einkaufst. Hilft einfach, dass hier die Lichter und so anbleiben. Zuallererst müssen wir jetzt mal die Sahne aufschlagen. So, flupp. Was mir aufgefallen ist in den letzten über 8 Jahren, die wir jetzt so essen, wir haben ja seit Anfang an dann Sahne ohne Karagen, also Bio-Sahne, wo kein Karagen zugesetzt ist. Die wird besser steif, ohne Sahne steif und sowas. Weil früher habe ich eigentlich immer Sahne steif bei sowas gebraucht. Und in den letzten Jahren tatsächlich nicht. Und mir fällt es auch immer auf, wenn wir mal keine Bio-Sahne erwischt haben. Die bleibt nicht so fest. Die Mascarpone müssen wir jetzt nur ganz kurz ein bisschen anrühren, weil die ist ja recht fest und die müssen wir dann da unterheben. Wenn wir die jetzt mit dem Rührbesen durchrühren, dann wird die flüssig. Und das wollen wir nicht. Falls es dir passiert und du Cognacmehl zu Hause hast, dann kann man da ein bisschen was dran tun. Das dickt das Ganze wieder an. Das wäre nämlich also der Ersatz für Sahnesteif. Das ist nämlich im Gegensatz zu sowas wie Johannisbrotkernmehl oder so nicht ganz so schlätzig und hat keinen komischen Beigeschmack. Auch wenn es am Anfang, man riecht es ein bisschen, dass es anders riecht, aber man schmeckt es nicht. Dann das Eri, machen wir ein bisschen Vanille. Das waren jetzt 2 Teelöffel und ja, so ein Teelöffel Zimt. Und dann tue ich jetzt so 2 Teelöffel Zitronensaft erstmal rein. Da hebe ich jetzt einfach die Sahne unter. Falls jemand fragt, warum dass ich da jetzt keine Allulose rein tue, hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben festgestellt, wenn man Allulose zu Joghurt auf jeden Fall tut, dann wird es flüssig. Also richtig flüssig, gell? Joghurt, Quark, Frischkäse, Sahne wird auch wieder flüssig. Ja. Innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie die Proteinbindung aufbricht oder sowas in der Richtung, die Allulose. Ich weiß noch nicht, ich habe den genauen wissenschaftlichen Grund noch nirgends lesen können. Oder auch keine anderen Berichte. Vielleicht passiert das auch immer nur mir, keine Ahnung. Jedenfalls Milchprodukte und Allulose ergibt was Flüssiges bei mir. Falls du die Erfahrung auch gemacht hast, schreib das mal in die Kommentare. Vielleicht kommen wir gemeinsam drauf, woran das liegt. Ja. Und deswegen hier auf jeden Fall Erythrit, alternativ geht auch Xylit. Wobei es bei Xylit auch viele Menschen gibt, die bei Xylit in Verbindung mit Milchprodukten tatsächlich mit Durchfällen und sowas reagieren. Das ist kein leckeres Thema. Man muss es ja mal ansprechen, sagt ja sonst einem keiner. Ne? Bevor ich es jetzt vergesse, wir müssen von der Creme ein bisschen was abnehmen, weil wir müssen ja später die Rolle verzieren. Ja, so 3 gute Esslöffel, du wirst im Rezept, das du übrigens verlinkt da unten in der Infobox findest, wirst du lesen 3 bis 5 Esslöffel. Das ist davon abhängig, wie groß du deine Esslöffel machst. Also wenn du Froni-Esslöffel machst, dann sind es eher so 3. Wenn du normale Esslöffel machst, dann sind es eher so 5. Da müssen wir jetzt einfach nur die Biskuitrolle aufwecken. Wenn dir hier übrigens gefällt, was wir hier machen und du nicht verpassen willst, welche Videos wir auch im nächsten Jahr noch rausbringen, weil wir haben nicht vor aufzuhören, dann musst du da unten unbedingt auf den Abo-Knopf drücken und daneben auf das Glöckchen, damit YouTube dich benachrichtigen kann, wenn wir neue Videos rausgebracht haben. Jetzt müssen wir einfach nur noch füllen. Und zwar geben wir da jetzt unsere Creme drauf. Und an der kurzen Seite hier, ich würde fast die nehmen, weil die ist schöner. Das heißt, wir rollen von dieser Seite her auf. Das heißt, an der Endseite lässt du so einen Fingerbreit frei, damit wir das schön einschlagen können. Und jetzt müssen wir da einfach nur noch die Bratapfelfüllung drauf geben. Und die ist ziemlich fest geworden, also so wie ich es halt mir vorgestellt habe. Das heißt, wir müssen aber sehr vorsichtig die hier verteilen, weil sonst haben wir an einer Stelle Bratapfel und an der anderen Stelle nicht. So, und jetzt müssen wir nur noch aufrollen. Und da muss man jetzt einfach nur mit dem Backpapier ein bisschen Zug drauf bringen, damit man das einrollen kann. Und weil ich das vorher in dem Geschirrtuch eben habe auskühlen lassen, ist er jetzt noch weich genug und lässt sich gut rollen. Und ich habe ein bisschen Allulose in den Teig rein. Also ich habe anstatt Erythrit oder Xylit diesmal Allulose verwendet, weil Allulose macht Teige weicher. Sieht aus wie eine Rolle. Diese Rolle muss jetzt ab in den Kühlschrank für ungefähr 2 Stunden, damit sie eben gut fest wird. Und dann streichen wir die ein mit der Creme, die wir auf die Seite gestellt haben. Und ich hoffe da mal, dass das von der Menge her reicht. Ansonsten schlagen wir halt noch ein bisschen Sahne nach. Und falls du dich fragst, was denn dieses Allulose ist, von dem ich die ganze Zeit rede, schau mal da oben über dem i, da haben wir nämlich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Hier, guck, Biskuitrolle, hat gut funktioniert. Oh ja. Ich habe zu der Rolle noch was zu sagen. Das haben wir dir ja vorenthalten. Und zwar habe ich von der Creme, die wir ja beiseite gestellt haben, einfach die da drauf geschüttet
schmier dich. Diese 5 Esslöffel, ne? Diese 5 Esslöffel. 3 bis 5. 3 Froni-Esslöffel, 5 normale Esslöffel. Hat gerade so gereicht. Ich konnte sie gerade so einstreichen. Und dann sah das ein bisschen langweilig aus. Und dann habe ich noch ein paar Mandelblättchen oben drauf getan. Und weil es dann immer noch leicht langweilig ausgesehen hat, habe ich einfach ein bisschen Erythrit genommen und ein Lebkuchengewürz mit reingetan und das Ganze noch ein bisschen drüber verteilt. Und dann haben wir die wieder in den Kühlschrank getan und dann wird die dann richtig schön fest. Ich würde die jetzt gern probieren. Ja, können wir. Aber vorher sage ich dir noch, wie du gewinnen kannst. Das haben wir ja am Anfang gesagt. Wollte ich jetzt gerade machen, aber... Achso, ja, von mir aus machst du das. Okay, dann mache ich das. Um teilzunehmen, musst du einfach nur einen Kommentar bei uns hier unter dem Video hinterlassen, der #FOAG2022 enthalten muss. Das ist hier auch irgendwo eingeblendet. Und du hast Zeit, diesen Kommentar zu hinterlassen bis morgen früh um 9, weil da kommt das neue Video, also das nächste Video. Von amerikanischkochen.de. Von amerikanischkochen.de, genau. Benachrichtigt wirst du unter deinem Kommentar, wenn du gewonnen hast. Gestern war einfach Geschmack dran. Brutal saftig. Nee, ich habe ja gestern schon probiert. Das ist also Oh ja, die ist sehr, sehr lecker. lohnt sich auf jeden Fall. Kommentar nicht vergessen Ja. und die anderen Kanäle besuchen und Grüße von uns sagen. Das ist Pflicht, das ist unser Weihnachtsgeschenk von dir. Ja, Und Däumchen und so. Ja, und unten in der Infobox findest du den Link zu der Playlist, wo eben alle Videos aus den letzten Tagen und die noch kommen, drin sind. Und da findest du auch den Link zu unserem Blog, wo du das Rezept eben in Textform findest, falls du das irgendwie ausdrucken möchtest oder dir irgendwo speichern möchtest. Wir wünschen jetzt schon mal frohe Weihnachten, weil Bald Weihnachten ist. unser nächstes Video kommt, wenn dann am Heiligen Abend. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Weil Mal es ist, genau, bis dahin.